Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wunderschönes Wetter, 9 Grad, das habe ich gleich ausgenutzt und bin ein bisschen rausgegangen, um heute den Klappgepäckträger zu montieren. Den habe ich euch schon mal vorgestellt, das ist der Originale von Piaggio, der hier hinten rankommt. In diesem Fall ist es jetzt die High-Quality-Version, die etwas besser verarbeitet ist als der Standard-Gepäckträger. Und ich wollte euch auch mal zeigen, wie das Ganze montiert wird. Ich werde nachher auch die Tasche wieder ranbauen, die ich schon mal hinten drauf hatte, damit ich wieder ein bisschen was transportieren kann und ein bisschen Platz für meinen Helm habe. Ja, los geht's. Wir sehen uns nach dem Intro. Um den hinteren Gepäckträger zu montieren, müssen wir jetzt erstmal diesen Haltegriff hier entfernen. Dazu einfach die Sitzbank öffnen, das Helmfach rausnehmen. Und jetzt sehen wir hier einige Schrauben, die wir lösen müssen, weil wir müssen hier ran und hier hinten an diese. Erstmal die Abdeckung hier hinten abschrauben, das machen wir mit dem Kreuzlochschraubenzieher. Darunter liegen dann die, ups, weg ist es, brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir hier diese 4 Schrauben lösen, damit wir an die Halterung hier vorne rankommen. Die hinteren mit einem Inbus. Anlösen reicht hier, wir brauchen sie also nicht ganz rausnehmen. Nur dass wir das Teil hinten etwas bewegen können. Die vorderen Schrauben hier werden mit einem 30er Torx gelöst. Die müssen wir natürlich ganz rausnehmen, denn wir müssen ja die Halterung entfernen. Schrauben brauchen wir gleich wieder. Jetzt die beiden hinteren Halteschrauben. Hier haben wir mal wieder ein kleines Beispiel für die gute Verarbeitung bei Piaggio und Vespa. Denn durch die Abdeckkappe, die hinten montiert wurde, wurde der Lack beschädigt. Wahrscheinlich wurde die raufgemacht, als der Lack noch nicht richtig ausgetrocknet war. Nicht so schön. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Hierbei bitte darauf achten, nicht den Lack zerkratzen. Also ganz vorsichtig abnehmen, sodass wir beim Abnehmen nicht den Lack beschädigen, wie es hier, wie man aussieht, schon vom Werk passiert. Das ist ein Neufahrzeug. Und hier sind schon einige Stellen, die im Lack sind. Kann ich noch mal gucken, ob ich die vielleicht wegpoliert kriege, aber das sind Abdrücke von der Halterung. Beim Anbau müssen wir natürlich auch sehr vorsichtig sein, um den Lack nicht zu beschädigen. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir an der Unterseite der Halterung hier und auch dort Gummiaufkleber drauf gemacht, damit der Lack gar nicht erst beschädigt werden kann. Jetzt müssen wir das Ganze sehr vorsichtig hier vorne runterschieben, bis wir an den Löchern sind. Hinten muss es dann genauso abschließen. Und dann können wir jetzt die eben entfernten Schrauben einfach wieder reinschrauben. So, das ging jetzt hier sehr einfach. Einfach auf die Ausrichtung achten. Die zweite hintere Schraube noch. So, dann die beiden hinteren Schrauben festziehen. Fest, aber wie immer nicht zu fest. So, jetzt die vorderen alle festziehen. Die
hinteren auch nicht vergessen. Die wieder mit dem Imbusschlüssel. Ja, ihr seht schon, das Montieren geht sehr, sehr schnell. Ein paar Schrauben lösen, vorsichtig beim Anbau sein, wieder ranbauen und das Ganze ist fertig. Hier ist jetzt noch so eine Kunststoffklammer dran, die kann man abmachen. Die ist dazu da, um das Ganze zu arretieren im senkrechten Zustand. Man kann das Ganze auch machen, wenn es unten ist, dann kommt diese Klammer hier ran. Ist recht praktisch, da ich ja jetzt die Tasche hinten ran mache, muss es natürlich im unteren Bereich arretiert werden. Ja, von der Verarbeitung ist der High Quality sehr, sehr gut. Das sind jetzt hier die Stellen, wo die Schweißnähte verbessert wurden. Hier hat man manchmal sonst solch eine Wulst. Das ist jetzt besser gemacht. Auch die Verchromung ist deutlich besser als bei dem Standard-Gepäckträger. Also wer das investieren möchte, es lohnt sich auf jeden Fall. Wird bestimmt auch witterungsbeständiger sein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich werde jetzt noch die Tasche montieren. Das zeige ich euch auch noch gleich. Und dann sind wir schon fertig für heute und dann kann ich noch ein bisschen das Wetter genießen und ein bisschen rumfahren. Ja, hier nun die Koffertasche von Moto Nostra. Sehr, sehr praktisch, da passt eine ganze Menge rein. Die zu montieren ist ganz, ganz einfach. Wir haben hier unten 2 Riemen, die an der Unterseite des Gepäckträgers befestigt werden. Hinten einen in der Mitte und 2 weitere, die dann außen befestigt werden. Das geht relativ fix. Einfach aufstellen. Das hier oben müssen wir einmal lösen, damit wir das Ganze hier unten einfädeln können. Dann wieder nach oben einfach hier einfädeln. Mittig positionieren. Das wäre schon die erste Halterung. Die zweiten kommen dann hier unten an den Griff ran, sind mit solchen kleinen Verschlüssen gesichert. Zieht man einfach hier nach unten. Einrasten lassen. Das Ganze kann dann hier hinten über einen Verschluss auch noch in der Länge verstellt werden, damit es richtig passt. Dasselbe macht man auf der anderen Seite. Einrasten und schon ist der hintere Bereich fest. Jetzt müssen wir noch die untere Seite befestigen. Ja, so sieht das Ganze dann von unten aus. Selbe Prinzip. Die Laschen wieder lösen beide. Nach hinten einfädeln. Hier auch nochmal. Das machen wir mal ganz nach hinten. Hier und dort hinter die Feder. Dann ziehen wir das Ganze einfach nach vorne. Einklicken. Selber auf der anderen Seite. Einfach den Verschluss hier einrasten lassen. Man kann dann über diese beiden Gurte noch etwas nachziehen, um die Spannung zu erhöhen. Und dann haben wir hier solche Gummibänder. Damit kann man dann die Endstücken ein bisschen festmachen, hier unten reinstecken, dass man das Ganze nicht sieht. Dasselbe können wir hier machen. Dann sieht es noch ein bisschen sauberer aus. Und dann ist das Ganze auch schon fest. Also mehr muss man jetzt gar nicht machen. Das hält damit auch ganz gut. Wer das möchte, ich werde das wahrscheinlich auch machen, hatte ich beim letzten Mal auch. Wir haben hier oben an der Seite noch 2 Laschen. Und da gehe ich jetzt einfach mit Kabelbindern ran und werde die auch nochmal befestigen, sodass es seitlich überhaupt nicht mehr verrutschen kann. So, hierzu nehme ich jetzt ganz normale klassische Kabelbinder, fädel die jetzt hier unten ein in diese Schlaufe, ziehe es einmal rum, festziehen das Ganze und jetzt seht ihr, jetzt bewegt sich hier gar nichts mehr. Das hier unten natürlich dann abschneiden, sieht sonst ein bisschen komisch aus. Zack, dann kann man das Ganze nach oben drehen und dann ist es eine saubere Lösung, die gut hält. Dasselbe mache ich noch auf der anderen Seite. Einmal wieder abknipsen und das Ganze hält bombenfest. Also da passiert jetzt nichts mehr. Hier, wie gesagt, könnt ihr immer die Spannung noch mal regulieren. Aber so ist das Ganze wirklich sehr, sehr fest. Perfekt. So sieht die Moto Nostra Tasche jetzt angebaut aus. Sehr, sehr praktisch.
Hier mit Lederriemen, 2 Halteösen, die man leicht locker kann. Was sehr schön ist, wir haben hier ein Zahlenschloss, was also verschließbar ist. Da kommt also keiner an die Tasche ran. Wenn die also hier verschlossen ist, dann kommt man auch über die Seiten nicht an den Inhalt ran, was sehr schön ist. Ist gut verarbeitet. Dann haben wir hier innen drin nochmal einen Reißverschluss, um den Inhalt nochmal abzusichern. Sehr, sehr geräumig. Da passt also wirklich ein Jethelm rein. Ich habe es auch mal versucht, wenn man die ineinander legt, passen sogar 2 Jethelme rein. Also ganz praktisch, um seine Helme mal zu verstauen. An der Seite haben wir noch Seitentaschen, die man rausziehen kann. Damit erweitert sich dann nochmal der Stauraum. Das Ganze wird dann ein bisschen breiter. Sieht dann so aus. Und da ist auch nochmal eine ganze Menge Stauraum. Hier an der einen Seite haben wir die Regenschutzhülle. Das Ganze ist spritzwasserabweisend, aber wenn es richtig regnet, sollte man dann wirklich den Regenschutz rüber machen. Und dann kann da auch nichts mehr passieren und der Inhalt bleibt trocken. Also eine ganz, ganz praktische Tasche. Bisschen schicker, ein bisschen klassischer als ein Topcase. Schnell an- und abzubauen. Beim Topcase haben wir bei dem Klappgepäckträger ja immer die Halterung, die fest montiert ist. Das heißt, wenn man das abmachen würde, ist es immer ein bisschen mehr Aufwand. Hier braucht man nur die Gurte lösen, kann die Tasche runternehmen. Also eine ganz, ganz praktische Sache. Kann ich also durchaus empfehlen. Und sieht sehr schick aus. Bisschen dieser Classic-Look. So, hier unten kann man dieses Zahlenschloss auch sich selber mit eigenen Zahlen versehen. So, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute bei diesem traumhaften Wetter mit dem Anbau des Vespa-Gepäckträgers an der Vespa GTS 300 und der Koffertasche von Moto Nostra. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Es wäre auch schön, wenn ihr den Kanal abonniert. Bitte nicht vergessen, die Glocke anzuklicken. Dann gibt es immer eine Nachricht, wenn ein neues Video da ist. Ansonsten macht's wie ich, genießt das traumhafte Wetter. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.